Dieses Video ist für alle, die ihren Dänemark-Campingurlaub planen wollen. So oft waren wir schon in Dänemark mit unserem Camper. Jetzt zeigen wir euch unsere Highlights, die 10 Orte in Dänemark, die ihr gesehen haben müsst. Viel Vergnügen! Die Insel Rømø. Rømø ist eine der schönsten Nordseeinseln Dänemarks und ein Paradies für Campingfans. Besonders beeindruckend ist der riesige, bis zu 4 Kilometer breite Sandstrand, den du sogar mit dem Auto befahren kannst. Perfekt für einen entspannten Tag am Meer. Am Morgen auf den Strand fahren, den Tag wenige Meter vom Wasser entfernt genießen und abends zurück zum Stell- bzw. Campingplatz. Am Strand übernachten ist übrigens nicht erlaubt. Man sieht fast immer fantasievolle Drachen in der Luft, auch wenn nicht gerade das Drachenfestival stattfindet. Du kannst schier endlos spazieren gehen, im Meer baden, kiten oder Strandsegeln. Auf der Insel gibt es Supermärkte, Restaurants, Camping- und Stellplätze. Rømø, ein echtes Urlaubserlebnis für Strand- und Dünenfans. Die Stadt Ribe. Ribe ist die älteste Stadt Dänemarks und versprüht mit ihren verwinkelten Gassen und historischen Fachwerkhäusern einen ganz besonderen Charme. Wenn ihr im Südwesten Jütlands vorbeikommt, dann lohnt ein Besuch allemal. Die Stadt hat gut 8000 Einwohner und begeistert mit ihrem mittelalterlichen Flair der Altstadt. Bereits von der Umgehungsstraße aus sieht man die markanten unterschiedlichen Türme des Doms zu Ribe. Die Wurzeln reichen zurück bis ins 9. Jahrhundert. Parken in der Innenstadt ist schwierig und eingeschränkt. Gut möglich ist es am Parkplatz Zentrum Süd auch für Wohnmobile. Von dort aus ist es nicht weit zu Fuß ins Zentrum. Direkt neben dem Dom kannst du das Wikingermuseum erkunden, das dir einen spannenden Einblick in die Geschichte der legendären Seefahrer gibt. Holmslandklitt. Der Holmslandklitt ist eine beeindruckende Dünenlandschaft zwischen der Nordsee und dem ruhigen Ringkøbing-Fjord. Diese dünne Landbrücke beginnt im Süden bei Nimindegab und endet im Norden bei Søndervik. An der Westseite findest du kilometerlange Sandstrände, die sich perfekt für den typischen dänischen Dünenurlaub eignen. Etwa bei der Hälfte öffnet sich bei Hvide Sande die Durchfahrt von der Nordsee in den Fjord. Hier gibt es frischen Fisch und die Möglichkeit für tolle Spaziergänge auf der Hafenmole. Auch hier könnt ihr natürlich Wassersport betreiben. Windsurfen, Kitesurfen oder Stand-Up-Paddling, die Bedingungen sind ideal. Ein besonderes Highlight ist der Leuchtturm von Lyngvik, der Lyngvik Fyr. Ringkøbing-Fjord. Der Ringkøbing-Fjord ist Dänemarks größter Küstensee. Die geschützte Lage macht ihn zum idealen Spot für Aktivitäten auf dem Wasser, egal ob beim Segeln oder beim Kiten. Wir selber haben bereits einige der vielen Radwege um den Fjord genutzt. Die Stadt Ringkøbing am Nordostufer des Fjords ist ein Juwel mit seinen malerischen Gassen, den schön zurechtgemachten Häusern mit Backsteinfassaden und den Geschäften in der Innenstadt. Vom Wohnmobilstellplatz im wunderbaren Hafen aus könnt ihr die Stadt erkunden, bummeln gehen, Einkaufsmöglichkeiten nutzen oder in einem der Restaurants essen gehen. Highlight ist natürlich der Sonnenuntergang mit Blick auf den Fjord. Cold Hawaii. Cold Hawaii ist Dänemarks Hotspot für Surfer und liegt in der Region Klitmøller an der rauen Nordseeküste. Die starken Winde und hohen Wellen machen diesen Ort zu einem der besten Surfspots in Europa. Hier ist alles ein klein wenig cooler. Doch auch wenn du nicht selbst aufs Brett steigen möchtest, lohnt sich ein Besuch, denn die entspannte Atmosphäre und die atemberaubende Natur machen diesen Ort einzigartig. Zur Region zählt neben Klitmøller auch Vorupør, eine kleine Hafenstadt mit einem traumhaften Campingplatz in den Dünen. In den kleinen Cafés und Restaurants direkt am Meer kannst du frischen Fisch und regionale Spezialitäten genießen. Cold Hawaii ist der perfekte Ort für alle, die das Meer lieben und eine entspannte Surferatmosphäre erleben wollen. Rund um den Limfjord. Der Limfjord ist eine faszinierende Mischung aus Wasserwegen, grünen Hügeln und charmanten kleinen Gemeinden. Schon aus dem Auto heraus bemerkt man die tollen Aussichten und fährt über einige schöne Brücken und Landstege direkt am Wasser. Der Fjord teilt die Halbinsel Jütland von der nordjütischen Insel ab.
Es gibt rund um den Limfjord viele schöne Möglichkeiten, die Gegend zu genießen und auf Stellplätzen zu übernachten. Die Natur ist abwechslungsreich und bietet sowohl sanfte Strände als auch beeindruckende Klippen und Wälder. Vorupør. Vorupør ist ein charmantes Fischerdorf an der dänischen Nordseeküste und Teil des Nationalparks Thy, eines meiner Top-Highlights. Das wirst du nicht so oft sehen. In Vorupør werden die Fischerboote über Zugseile an den Sandstrand gezogen. Im Hafen kannst du an der Mole nach vorne zum Meer spazieren, wenn es nicht gerade zu stürmisch ist. Beim richtigen Wind kannst du die Surfer in den Wellen beobachten. Im Nordsee-Aquarium kannst du mehr über die faszinierende Unterwasserwelt der Region erfahren. Der Campingplatz liegt stadtnah direkt in den Dünen und bietet traumhafte Plätze mit Blick auf das Meer. Wer es gerne aktiv mag, kann durch die atemberaubende Dünenlandschaft des Nationalparks wandern. Am Abend gibt's den perfekten Sonnenuntergang am Campingplatz. Der Strand in Løkken. Løkken ist einer der beliebtesten Badeorte Dänemarks und bekannt für seinen langen Sandstrand mit den typischen weißen Badehäuschen. Auch in Løkken kannst du mit dem Auto an den Strand fahren, wenngleich dieser nicht so breit ist wie auf Rømø. Vielleicht nur ein subjektives Erlebnis von uns, aber hier in Løkken haben wir fast immer starken Wind erlebt. Also tolles dänisches Wetter für einen stürmischen Strandspaziergang und das Aufwärmen danach im Camper. In der Stadt selber findet ihr viele kleine Boutiquen, Cafés und Restaurants. Zum Übernachten gibt es Campingplätze in der Umgebung. Skagen. Dort, wo Dänemark endet, am dänischen Nordkap bei Grenen, erlebt man, wie Kattegat und Skagerrak zusammentreffen. Wenn nicht gerade Seehunde den Spaziergang bis ganz nach vorne zur Landspitze versperren, kann man dort mit den Beinen buchstäblich sowohl in Nord- und Ostsee stehen. Ein einmaliges Erlebnis. In der Hauptsaison ist dort leider viel los. Der Spaziergang vom Parkplatz aus lohnt sich aber, sucht euch nur eine gute Zeit aus für den Walk nach ganz vorne. Skagen selbst gefällt mit seinen gelben Häusern, einer lebhaften Kunstszene und einigen Restaurants. Im Hafen trifft man auch gern mal auf die ziemlich große Art von Schiff. Der Landspitz ist ein gern besuchter Hotspot der Kreuzfahrtschiffe. Die Storebælt-Brücke. Zum Abschluss dieser Liste empfehle ich euch ein von Menschenhand gebautes Meisterwerk, die Storebælt-Brücke. Sie ist eine der großen mautpflichtigen Brücken, die Jütland mit der Hauptstadt Kopenhagen und weiter in Richtung Schweden verbindet. Sie ist eines der beeindruckendsten Bauwerke Dänemarks und verbindet die Insel Fünen und Seeland. Mit einer Gesamtlänge von über 18 Kilometer gehört sie zu den längsten Hängebrücken der Welt. Die Überfahrt ist ein Erlebnis für sich, denn von der Brücke aus hast du eine atemberaubende Aussicht über den großen Belt. Wir haben auf dem Campingplatz direkt am Ostende der Brücke übernachtet. Hier gibt es einen tollen Blick auf Meer und Brücke. Das waren sie, unsere ganz persönlichen Top 10 Highlights der Orte in Dänemark, die ihr gesehen haben solltet. War euer persönliches Highlight nicht dabei? Dann schreibt es gleich in die Kommentare und lasst es mich wissen. Ich freue mich auf euer Feedback. Und jetzt ganz viel Vorfreude beim Planen eures Roadtrips durch Dänemark.